ich liebe es einfach zu tanzen. Ich liebe es, im Moment zu tanzen. Ich tanze, weil ich wirklich den Moment liebe und für den Moment auch brenne. Sondern ich gehe rein, gehe einfach drauf los und dann passiert es von selbst, dass alles, was du im Training machst, von selbst rauskommt, ohne nachzudenken. Bevor du auf eine Bühne gehst, auf ein Competition Battle, bist du sehr nervös und so geladen und du musst irgendwas machen. Und sobald du deinen ersten Schritt auf einem Battle machst, löst sich das alles und du fühlst dich so berauscht, in Trance, du fühlst dich so, als würdest du fliegen. Und das ist so ein Gefühl, was ein bisschen auch süchtig macht, ehrlich gesagt. Was Hip-Hop ausmacht und was für mich Hip-Hop ausmacht, ist es einfach vielfältiger. Und das hat es für mich immer interessanter gemacht. Mein Name ist Majid Kessab, ich bin Tänzer, führe die Tanzschule Area UDC. Willkommen in meiner Tanzschule Area UDC hier in Krefeld. Angefangen hat das Ganze zu Hause mit dem Tanzen. Mein Vater selbst tanzt. Ich habe ihm viel nachgeahmt und viel nachgetanzt. Und dann habe ich meine ersten Hip-Hop-Breaking-Kurse gemacht in der Tanzschule und bin durch Sozialstunden in ein Jugendzentrum gekommen und habe im Jugendzentrum sehr viele Tänzer kennengelernt, die so in der Jugendzentrum-Disco da unten getanzt haben und die ganzen Leute kennengelernt habe, weil durch die bin ich näher zur Hip-Hop-Kultur gekommen, habe Freestyle kennengelernt, was ich jetzt mache, was so mein Major ist. So und so hat es angefangen, so bin ich so in die Hip-Hop-Kultur reingekommen, indem ich einfach aus dem Jugendzentrum heraus Leute kennengelernt habe und dann rumgereist sind. Dann habe ich noch ein bisschen Erfahrung gesammelt, ein paar Jahre, und 2014 war es für mich ganz klar. Ich habe im gleichen Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen, im gleichen Jahr Got to Dance gewonnen, im gleichen Jahr habe ich meine Tanzschule gegründet. Und das war so, okay, ey, weißt du was, mach dein Ding, Alter, tanz einfach, mach. Im Nachhinein bin ich dann näher dazu gekommen, zu verstehen, ey, es gibt diese Kultur, es gibt Hip-Hop, das ist Hip-Hop-Musik, das ist Rap, das ist dies. Das ist ja auch das, was mein Tanzen ausmacht. Jede Musik gibt mir was anderes, jede Musik hat eine andere Energy, einen anderen Rhythmus, ein Gefühl. Und das macht mein Tanzen aus, das passt sich dann eben an. So. Wir haben alle angefangen in den 2000ers, wir haben sehr viel Fabulous, Jadakiss und all sowas gehört. Die ganzen Tracks, die auch in den ganzen Tanzfilmen liefen. Die Musik, der Style von Klamotten. Und dann kam es langsam in Richtung die Detroit-Musik. Detroit-Musik war echt J Dilla, Slum Village. So, es waren keine Clublieder, die hast du nicht im Club gehört. Du hast erst angefangen mit Clubmusik, dann bist du mehr so in die Underground-Szene, die wirklich so speziell die richtig für Hip-Hop gelebt hat. So. Und von da aus ging es dann los in Richtung Battle Beats. Dann hat es angefangen, dass viele Produzenten angefangen, Beats nur für Battle zu bauen. Viele Effekte, viel elektronischer. Alles basierend auf J Dilla mäßig. Viele haben auch einfach die Kids, die J Dilla benutzt hat, wieder benutzt. Später bin ich dann dazu gekommen, die J Dilla Musik, die Detroit Musik zu finden und mich da drin zu finden. Und parallel dazu habe ich dann angefangen, mich auch mehr mit Oldschool zu beschäftigen, mit Oldschool-Mucke. Und ja, und dann bin ich irgendwann mal dazu gekommen, wie gesagt, Trap zu hören, viel mehr auf Trap zu tanzen. Und jetzt bin ich so ein Mischmasch aus allem. Ich gehe von Detroit Musik nach East Coast, New York Style, ich gehe nach LA mit mehr G-Funk Musik. Trappiger, alles. Der Sinn und Zweck hinter der Tanzschule war immer, das zurückzugeben, was ich von der ganzen Tanzszene, von den ganzen Leuten, die mich unterstützt haben. Ob es jetzt meine Mentoren, Trainer, die Tanzschule, wo ich vorher war, das Jugendzentrum. All die Leute haben so gesehen mir dabei geholfen. Und das Ganze wollte ich zurückgeben. Ich wollte der ganzen Stadt Krefeld etwas zurückgeben. Und ich wollte den Jugendlichen auch einen Ort bieten, wo die das Richtige lernen und wo die auch wirklich Hip-Hop lernen und auch Teil von der Kultur sind. Nicht nur Tanzen beibringen, sondern eine Kultur beibringen. Don't show just the color you practice well on. Show more colors on your dance. Show it in different ways. Show the music in a different way. Be more abstract with the music. Yeah, it's still a form of art, you know?
Ich will mehr die Musik und die Tanzkultur und die Tanzszene ein bisschen mehr, was heißt ein bisschen mehr, ich will die connecten, ich will, dass sie voneinander wissen, weil das ist immer noch Teil von der ganzen Hip-Hop-Kultur. So, die Rapper und so können nicht sagen, ja, wir sind nur Rap, weil es ging früher nicht. Rap, Breaking, alles war in einem, hat in einer Jam stattgefunden. Natürlich bin ich euch auch dankbar dafür, dass ich als erster Tänzer hier bei Stoked mit dabei bin, so, weil das ist auch der nächste Schritt, der da hinkommt, ganz ehrlich so. So der erste Tänzer bei einem Format, wo eigentlich nur Rapper und Musiker sind, jetzt bin ich der erste Tänzer, der bei dem Format mitmacht. Das ist der Step, dahin zu kommen, zu sagen, ey, das ist alles eine Kultur und connecte die Leute auch. So, das passt alles gerade so in die Zeit. Letzte Woche habe ich ein Projekt gemacht, wo ich eine Deutsch-Rapperin choreografiert habe, die sich auch richtig tausendmal bedankt hat und gefreut hat, dass Tänzer mit am Start waren. Und ich die Tänzer auch so präsent gestellt habe und auf die Bühne gebracht habe, dass sie nicht nur Background ein bisschen gemacht haben, sondern dass man gesehen hat, das ist eine Kultur gerade. Dann hast du eine Bert Mamche, Loredana hinter den Tänzern stehen und die Tänzer stehen vor denen und freestylen. Da waren 6.000, 7.000 Menschen. So, die haben so ein Bild gesehen, das wurde live geschaltet. So. Mit dem Tanzen dahin gekommen, wo ich immer hinkommen wollte. So, ich habe nebenbei versucht, andere Sachen zu machen. Ich habe versucht zu studieren. Ich habe dann angefangen, Architektur noch zu studieren. Das habe ich parallel zu der Fernsehshow gemacht und noch zu der Gründung meiner ersten Tanzschule. Und habe geguckt, ist das doch das, was ich machen will? Aber ich konnte mich damit nicht abfinden. Ich konnte das nicht. Ich habe gemerkt, so, ey, ich kann die Welt sehen durch mein Tanzen. Ich kann Menschen kennenlernen, andere Kulturen verstehen. Ich verdiene mein Geld damit. So, ey, das ist mein Segen, das ist mein Schicksal. Ich mach's weiter. Ich habe alles auf Eis gelegt, habe nur das gemacht. Seitdem ich 8, 9 bin, wusste ich, dass Tanzen mein Leben wird.